Hallo zu einer neuen Folge auf Madame Fuchslis YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch 5 Dinge, die ihr aus Wollresten super einfach und super schnell anfertigen könnt. Wir brauchen natürlich unsere Häkelutensilien, eine Schere, eine Gabel, die jetzt nicht unbedingt zu Häkelutensilien gehört, aber daraus machen wir später diese kleinen süßen Bommel. Eine Häkelnadel, eine Wollnadel, natürlich auch unsere Wollreste, und aus diesen werden wir unter anderem diese Schleife, einen Stern, diese Bommel, kleine Schmetterlinge und ein Herz häkeln. Wir beginnen mit dem Stern. Der Stern wird in einen Maschenring gehäkelt oder einen Fadenring. Euer Fadenring sollte 3 Luftmaschen haben, in denen ihr dann 5 Maschen, feste Maschen häkeln könnt. Wenn ihr das Ganze mit einem Maschenring häkelt, könnt ihr direkt 5 feste Maschen in euren Maschenring häkeln. Ich häkel mit einem Maschenring oder auch Magic Ring genannt und schlage die 5 festen Maschen an. Wir beginnen mit unseren ersten Zacken. Hier werden 4 Luftmaschen gehäkelt. Und dann häkeln wir ein Picot oder Mäusezähnchen. Wer das nicht kennt, das sind so kleine gehäkelte Zacken. Und zwar überspringen wir die erste Luftmasche und häkeln dann in die zweite Luftmasche eine Kettmasche, um unsere erste Zacke zu gestalten, und häkeln dann in unserem Ring in die erste Masche eine Kettmasche, um das Ganze an den Ring zu befestigen. Ich zeige es nochmal. Wir häkeln 4 Luftmaschen, in die dritte von der Nadel aus eine Kettmasche für unser Picot und dann in die zweite Grundmasche unseres Rings wieder eine Kettmasche. Das Ganze noch 3-mal wiederholen. So, wenn ihr einmal rumgehäkelt habt, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Wir beenden das Ganze, indem wir den Faden kürzen, die Masche auftrennen. Den Faden ziehe ich mir jetzt noch hinter die Häkelarbeit. Damit ich die beiden Fäden ganz einfach auf der Rückseite verknoten kann. Schneide die Faden weg und fertig ist der kleine Stern. Weiter geht's mit der Schleife. Die Schleife häkeln wir in einen Fadenring und der Fadenring besteht aus 4 festen Maschen.
Entschuldigung, 4 Luftmaschen, genau. Jetzt wird in den Fadenring unsere beiden Schlaufen gehäkelt. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und dann häkeln wir 5 Stäbchen in den Ring. Und dann 3 Luftmaschen, um unsere erste Schleife zu beenden. Das Ganze mit einer Kettmasche in den Ring. Ihr könnt natürlich auch nur 3 Stäbchen häkeln oder doppelte oder dreifache Stäbchen. Dementsprechend wird natürlich die Schleife größer oder kleiner. Und auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Wir häkeln 3 Luftmaschen, dann unsere 5 Stäbchen in die Mitte. Und dann 3 Luftmaschen, die wir wieder mit einer Kettmasche in der Mitte befestigen. Nun umhäkle ich noch das Ganze mit festen Maschen. Bei unserer Luftmaschenkette häkle ich einfach 3 feste Maschen in die Luftmaschenkette. In jedes Stäbchen häkle ich ganz normal eine feste Masche. Dann wieder um die Luftmaschenkette 3 feste Maschen. In die Mitte wieder eine Kettmasche, um unsere erste Schlaufe abzuschließen. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Um die Luftmaschenkette 3 feste Maschen. In jedes Stäbchen eine feste Masche. Und um die letzte Luftmaschenkette wieder 3 feste Maschen. Und das Ganze mit einer Kettmasche schließen. Diesen Faden lassen wir jetzt etwas länger, da wir den noch zum Schluss um unsere Mitte drum schlingen. Wir öffnen unsere Schlaufe, ziehen das Ganze etwas fest, achten, dass der erste Faden, unser Anfangsfaden, seitlich wegliegt und ziehen nun den Faden um die Mitte drum. Kann ruhig etwas fester ziehen. Und verknoten dann zum Schluss unseren Anfangs- und Endfaden einfach auf der Rückseite. Und schneiden den Faden einfach weg. Oder man kann natürlich auch die Fäden dran lassen zum Festbinden
Das geht natürlich auch und fertig ist unsere Schleife. Geht's mit dem Herz. Das Herz wird in einen offenen Maschenring gehäkelt. Und zwar beginnen wir in unseren noch offenen Maschenring mit einer festen Masche. Dann häkeln wir 2 halbe Stäbchen. Danach werden 4 Stäbchen gehäkelt. Jetzt gehen wir runter zur Mitte wieder mit einem halben Stäbchen, einer festen Masche und einer Kettmasche. Jetzt haben wir den ersten Teil unseres Herzes gehäkelt. Jetzt häkeln wir das Ganze wieder zurück für unsere andere Seite und lassen immer noch unseren Maschenring einfach offen. Wir beginnen mit einer festen Masche, einem halben Stäbchen, 4 Stäbchen, wieder 2 halben Stäbchen, einer festen Masche und jetzt ganz zum Abschluss häkel ich noch ein Picot, indem ich 3 Luftmaschen hochhäkel, dann seitlich durch 2 Maschen oder 2 Schlaufen durchgehe und eine Kettmasche häkel. Und nun verbinde ich das Ganze mit unserer ersten festen Masche am Anfang, ebenfalls mit einer Kettmasche und ziehe nun unseren Maschenring zusammen. Schön fest, damit die Mitte verschlossen ist. So. Kürze wieder den Faden weg, öffne die Schlaufe und ziehe wieder den Anfangsfaden auf die Rückseite. Um die beiden Fäden miteinander zu verknoten, um das Ganze zu verschließen und zu beenden. Und fertig ist auch Nummer 3 unserer Häkelprojekte, das kleine Herz. Nummer 4 wird dieser kleine Schmetterling. Diesen Schmetterling häkeln wir in einen Fadenring. Dieser Fadenring hat 4 Luftmaschen. So, wir beginnen mit einem kleinen Teil des Flügels. Wir häkeln 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und wieder 2 Luftmaschen.
die wir mit einer Kettmasche in unserem Ring befestigen, so dass wir unser erstes Flügelchen haben. Jetzt das größere Flügelchen. Da häkeln wir 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen und wieder 3 Luftmaschen, die wir auch in unserem Ring mit einer Kettmasche verbinden. Fertig ist der erste Flügel, ein kleiner Teil, ein großer Teil. Jetzt machen wir weiter mit dem großen Teil auf der anderen Seite. Wir häkeln also wieder unsere 3 Luftmaschen. Drei Stäbchen in den Ring. Drei Luftmaschen. Diese mit einer Kettmasche in den Ring verbinden. Für den kleinen Flügel wieder 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und 2 Luftmaschen, die wir auch mit einer Kettenmasche in unseren Ring verbinden. Der erste Teil ist fertig. Wir kürzen den Faden wieder ein, ziehen die Schlaufe auf, holen uns den Faden nach hinten, verknoten das Ganze auf der Rückseite . Die Fäden können weggeschnitten werden. Jetzt brauchen wir noch ein kleines Stück Faden von einer anderen Farbe, um unsere Mitte zu gestalten. Ein Ende lege ich zwischen die beiden großen Flügel und fange dann an, um die Mitte, wie bei der Schleife zum Beispiel, einfach den Faden drumherum zu führen. Und verknote dann hier oben die beiden Fäden. Um daraus die Fühler zu machen mit einem Doppelknoten. Und schneide sie dann auf die gewünschte Länge zusammen. Und ganz schnell und einfach haben wir einen kleinen Schmetterling gehäkelt. Das letzte Häkelprojekt wird eine ganz schnelle Sache, und zwar diese kleinen Bommel. Für diese kleinen Bommel benötigen wir eine Gabel, ich beginne, indem ich in diesem unteren Teil anfange, die Wolle einfach schön umzuwickeln. Und auch nicht zu wenig, richtig schön dick die Wolle drumherum. Ich glaube, hier brauche ich ein bisschen länger. So. Also hier den Anfangsfaden ruhig ein Stück länger lassen, den benötigen wir später noch. Jetzt schiebe ich mir das Ganze ein bisschen höher.
so dass hier unten das Loch entsteht. Schneide mir den Faden ab, auch hier ein bisschen länger lassen und spanne mir nun die Wollnadel mit den Faden ein. Gehe jetzt von hinten nach vorne durch das untere Loch in der Mitte und schiebe mir quasi den Faden einmal über das Ganze drüber. Das mache ich so 1, 2 Mal, je nachdem wie fest eure Wolle ist, vielleicht auch 3 Mal. Ziehe das Ganze auch fest und nehme jetzt den Anfangsfaden, hole ihn mir von hinten nach vorne und zwar oben, um das Ganze hier vorne zu verknoten. Nun können wir die Fäden schon mal einkürzen. Das Ganze sieht dann so aus. Wir schieben das Ganze dann von der Gabel runter und öffnen jetzt diese ganzen Schlaufen an der Seite. Jetzt können wir die ganzen Fäden ein bisschen auseinanderziehen. Jetzt ist das Ganze noch nicht so wirklich rund. Das ist ganz simpel mit einer Schere zu bewältigen. Einfach ein bisschen in Form schneiden, das Ganze. Und fertig ist der kleine Bommel. So, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und ihr habt hoffentlich auch viel Spaß beim Nachhäkeln und natürlich mit den kleinen süßen Sachen auch Freude am Dekorieren eurer Häkelarbeiten oder kleinen Geschenken. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.